Willkommen. Kennt ihr Marie Jensen? Sie hatte 6 Kinder, war Ehefrau eines Dichters und trotzdem eine deutsche Porträtmalerin und Illustratorin im 19. Jahrhundert. Eine Frau, die alle Regeln brach. Doch stellt euch vor, wie berühmt hätte sie werden können ohne Mutterpflichten. Und in einer anderen Zeit. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. Sie wurde 1845 in Würzburg als Tochter des Schriftstellers Johann August Moritz Brühl geboren. Leider ist ihre künstlerische Ausbildung nicht genau dokumentiert. 1864 lernte sie den Dichter und Romancier Wilhelm Jensen auf der Fraueninsel im Chiemsee kennen. 1865 heiratete sie ihn mit 20 Jahren in Wien und malte dessen Porträt. Es wurde in das Buch Malerinnen der Welt aufgenommen. Zusammen hatten sie 6 Kinder, von denen 4 das Erwachsenenalter erreichten. Tochter Meiner wurde später auch Malerin und Katharina heiratete Ernst, Prinz von Sachsen-Meiningen, der auch Malerprinz genannt wurde. Wegen seiner Arbeit als Redakteur zog die Familie mehrfach um. Von Stuttgart nach Flensburg, weiter nach Kiel und 1876 nach Freiburg im Breisgau. Dort starb ihr 2. Sohn an Keuchhusten, während auch sie schwer erkrankte. In Freiburg entstand eine enge Freundschaft mit dem Maler Emil Lugo, den sie oft porträtierte. Ab 1888 lebten sie in München, verbrachten ihre Sommer am Chiemsee und unternahmen mit Emil Lugo mehrere Italienreisen. Sie starb 1921 in Prien am Chiemsee, im Alter von 76 Jahren. Ihre letzte Ruhe fand sie an der Seite ihres Mannes neben dem Grab von Emil Lugo auf dem Klosterfriedhof von Frauenchiemsee. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil war überwiegend realistisch und detailreich, vor allem in ihren Porträts mit einem feinen Gefühl für Persönlichkeit und Charakter. Ihre Motive waren oft vertraute Menschen aus ihrem Umfeld, besonders ihr Mann Wilhelm Jensen und der Maler Emil Lugo, sowie bedeutende Persönlichkeiten ihrer Zeit. Ein Skizzenbuch mit 30 Skizzen und das Besuchsfotoalbum mit 48 Fotos aus ihrem Nachlass geben Aufschluss über die Familie und die Besucher des Hauses. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählen Emil Lugo beim Spaziergang, ein feinliniges Porträt des Landschaftsmalers Emil Lugo, das Werk Der Maler Emil Lugo, sowie ihr Porträt Wilhelm Jensen, das 1905 im Bildband Women Painters of the World veröffentlicht wurde. Leider sind nur Schwarz-Weiß-Abbildungen dieser Werke zu finden. Ihr bisher überliefertes Lebenswerk ist eher klein, doch die große Frage bleibt: Wie erfolgreich hätte sie sein können, wenn sie nicht 6 Kinder zu versorgen gehabt hätte? Und wenn sie in einer Zeit lebte, in der Frauen als Künstlerinnen die gleiche Freiheit wie Männer genossen? Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Marie Jensen gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.